Hallo liebe Leute, mein Name ist Chris von Just 2 D Interactive. Ich habe Drover entwickelt mit Hilfe von ganz vielen fleißigen Leuten und eine fleißige Person ist hier, der Fabio. Ich grüße dich ganz lieb. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir noch ein Video zusammen aufnehmen. Und zwar reden wir heute über das Balancing. Das ist, glaube ich, wir hatten hier über Stress schon geredet, über Kreativität. Aber ich glaube, Balancing war auch das Thema, was am schwierigsten war, würde ich einfach mal so für dich behaupten, oder? Ja, würde ich schon auch sagen. Ja. Okay, dann will ich schon mal so gut nennen. Okay. Aber meine Frage ist jetzt ja, wie balance man überhaupt ein Spiel? Das sind so diese Fragen, die wir jetzt beantworten wollen. Aber bevor wir jetzt konkret über das Balancing reden, ist meine Frage, was sollte Drover eigentlich sein? Also was waren die Ziele von Drover, die wir hatten mit Balancing? Ich sag mal, die Direction, dass die Spielwelt relativ gefährlich sein sollte. Ne, das ist ja quasi so ein Core-Pillar und das heißt natürlich auch, dass das Combat auch schwerer sein muss oder sollte, sag ich mal, wenn das eben auch diese narrative, gefährliche Welt auch im Gameplay ja auch wirklich zu fühlen ist. Das heißt, genau, die Gegner sind tendenziell ein bisschen stärker oder Combat ist tendenziell ein bisschen schwerer, als man es jetzt in so einem Hack-and-Slash oder Top-Down-Game halt oftmals auch kennt. Und deswegen haben wir ja, glaube ich, auch das Souls-like-Tag dann reingevotet bekommen bei Steam, glaube ich auch, ne? Also das heißt, geht so ein bisschen mehr in die Richtung. Ist natürlich so eine Frage, was jetzt heißt, aber ich glaube grundsätzlich war das halt wichtig für uns, das einzugehen. Grundsätzlich war das aber nicht unser Ziel, so von wegen, hey, wir wollen ein Roguelike, ein Souls-like machen, sondern die Idee war ja eigentlich, den Spirit von Gothic einzufangen und zwar zu modernisieren und weiterzudenken. Ja. Ich glaube, was ich noch so ganz gerne ergänzen würde, wäre so Stats versus Skills, sage ich mal, so Thematik, ne, dass wir so mehr, das ist ja dieses Gothic-like für mich halt. Irgendwann, wenn ich eine geile Paladin-Rüstung in Gothic habe, dann halte ich halt mehr aus und komme halt besser voran und schaffe überhaupt erst Gegner, ne? Gothic ein bisschen was anderes, weil Gothic ist halt nicht dermaßen skillbasiert wie unser Spiel, ne? Also es gibt ja, man kann ja drüber durchspielen, ohne getroffen zu werden, wie er jetzt auch schon wissen wurde. Ach ja. Okay, nice. Sehr gut, immerhin. Also genau, aber das heißt, man braucht halt gewisse Items, um gewisse Gegner zu schaffen. Das ist ja bei uns vielleicht mal tendenziell ein bisschen schwieriger, weil wenn man sehr gut ist, dann kann man vielleicht auch ohne gute Skills schaffen. Aber genau, deswegen, das war ein großer Pillar von Stats versus Skills. Also dass man mit genug Stats alles schafft im Endeffekt, ne? Genau, das war uns auf jeden Fall extrem wichtig. Und ich glaube, das Problem hatten wir zum Beispiel, wenn man jetzt Gothic ranzieht. Bei Gothic ist es ja auch, Stats sind wichtiger als Skills, weil irgendwann für einen Ork brauche ich 75.000 Schläge oder 3 Schläge, wenn ich die stärkste Waffe im Spiel habe. So übertrieben gesagt, das ist ja schon, dann Stats sind wichtiger. Bei uns ist ja so ein bisschen der Faktor reingekommen, den Gothic jetzt zum Beispiel nicht hat und den haben viele Souls-Spiele, ist ja dieser Dodge. Der Dodge ist ja so ein Envy-Frame ist da ja drin, das heißt, du bist kurzzeitig unbesiegbar, das heißt, du kannst im Endeffekt jeden Angriff ausweichen, den es in unserem Spiel halt gibt, ne? Was war da so für eine Intention, warum haben wir das drin, was waren da für Probleme und so weiter? Ja, genau, also dadurch gibt es in Drover das, was es in Gothic nicht gibt, soweit ich weiß. Und zwar die Möglichkeit, ja, wie du schon meinst, jeden Gegner im Endeffekt irgendwie immer besiegen zu können, wenn man nur gut genug ist. Ja, das heißt, wir haben zwar diesen Stats vs. Skill Philosophie, einfach weil das halt so ein Rollenspiel ist, wie wir es halt gerne machen wollten natürlich. Also so von wegen, wenn man die Möglichkeiten nutzt, die das Rollenspiel einem gibt, um den Charakter zu progressen, dann wird man dadurch signifikant stärker im Kampf und auch wenn man eigentlich kein Action-Gamer ist oder jedenfalls weniger dazu geneigt ist, kann man es halt darüber auch durchspielen, ne? Das war uns ganz wichtig. Allerdings kann man es halt auch ohne, ne? Und das ist quasi das, was bei Gothic nicht gab, dieses, du kannst es auch nackt durchspielen mit einer Anfangswaffe. Wir haben zwar natürlich versucht, ein bisschen dagegen vorzugehen an Stellen hier und da und deswegen ist das schon sehr schwer, aber genau, das ist, glaube ich, so die Philosophie. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen adressieren, wer ist unsere Zielgruppe. Jetzt gehen wir gerade von einem Average Gothic-Spieler oder einem Average Roba-Spieler aus und die werden halt nicht irgendwie jeden Trick nutzen, um irgendwas zu machen, sondern was du meinst, die werden halt Stats höher priorisieren als Skill einfach, weil die einfach keinen Bock auf haben oder Interesse überhaupt haben. Deswegen haben wir auch zum Beispiel bei uns Schwierigkeitsgrade eingebaut, weil unser Spiel ist ja auch mehr Fokus auf das Immersive, auf die Geschichte, auf das Narrative, als zum Beispiel bei den Souls-Spielen oder so. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist ja nicht unser Pillar, wie zum Beispiel bei Dark Souls. Das ist ja der absolute Pillar. Aber es ist trotzdem ein super starkes Element, wodurch ja auch gameplay-technisch super viel Spaß rumkommt. Es macht einfach Spaß zu kämpfen in WoW und es macht Spaß zu kämpfen in Gothic so, ne? Jetzt ist es ja oft so Schwierigkeitsgrad, was ich angesprochen habe beim Balancing. Es ist so, die einen Seiten, ich habe den Endboss bei uns in WoW gesehen, im Video, da hat der eine Typ den gewone-shottet. Und dann habe ich mir im Stream Leute angeguckt, also eine Person angeguckt, die hat 12 Tries gebraucht für den Endboss, so. Und jetzt sagt der eine, oh, das ist ja viel zu einfach. Und der andere sagt, boah, das ist viel zu schwer. Also wie geht man damit um? Ja, ganz schwierig. Ganz schwieriges Thema, aber mit viel Gelassenheit und
und Ruhe und Bewusstsein dafür, wie man eben das Balancing auch gemacht hat. Da an der Stelle, glaube ich, ganz großes Shoutout nochmal an unsere ganzen Beta-Tester. Also das war ja ein sehr iterativer Prozess und deswegen haben wir dann auch ein gutes Gefühl für unser Balancing gehabt. Auch klar haben wir noch Änderungen gemacht hier und da, aber grundsätzlich wussten wir schon, das ist so, wie wir uns Drover vorstellen, und zwar in der Mitte. Ne? Also wir haben ganz klar, das Spiel, es ist nicht super schwer und vor allem, wenn man Gothic-Gamer ist, sage ich jetzt einfach mal, ne? Also wenn man quasi das Genre kennt und eben auch die Tricks und die Kniffe, dann ist es, glaube ich, verhältnismäßig leicht, vor allem im späteren Spielverlauf, weil da mehr Zeit war, natürlich diese ganzen Tricks anzuwenden, versus am Anfang. Der größte Vorteil, den wir halt haben und der jetzt mittlerweile auch besteht, sind halt die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, weil darüber können wir natürlich jetzt auch die Leute abfangen, die halt eben ein bisschen schwächer sind in Action-Games oder auch nicht so viel Lust haben auf Action-Games, ne? Genau, die mehr erkunden wollen und sowas. Genauso wie die Leute, denen das zu einfach ist mit dem Endboss, ja, weil das ist natürlich immer die schönste Möglichkeit, das abzufangen, weil so zu balancen, dass es für alle gut funktioniert, das ist leider nicht möglich mit einem Schwierigkeitsgrad. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war früher ein absoluter Hassgegner dafür, dass man Schwierigkeitsgrade einstellen kann. Ich habe das so gehasst in Spiel, weil ich denke, hey, ich möchte die Entwickler geben mir ein Spiel und ich möchte das so spielen, wie die Entwickler sich das vorgestellt haben. Und ich habe es gehasst, wenn man dann einfach sagen kann, oh, ich mache das da für die eine Stelle leichter, dann mache ich das bei der Stelle wieder schwerer, so. Und dann denke ich mir so, what the fuck, Mann? So, aber ich muss sagen, es hat sich irgendwie geändert, meine Ansicht, weil ich glaube, ich habe es immer nur damals aus meiner Sicht betrachtet, aber jetzt betrachte ich es halt aus Leuten, was du halt meinst, die gar keinen Bock haben zu kämpfen. Die sagen, hey, Drover hat eine coole Geschichte, coole Menschen, ich möchte gern das spüren oder fühlen und ich habe keinen Bock drauf. Und es gibt Leute, die können das auch gar nicht mehr, weil die zum Beispiel, was weiß ich, weil die mit einer Hand ein Problem haben oder so und können nicht so schnell reagieren oder haben irgendeine Krankheit oder irgendwas. Und den würdest du dir das Spiel komplett wegnehmen. Und das war so damals auch für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, also selber auch in der Drover-Entwicklung, lass uns Schwierigkeitsgrade einbauen. Und das hat mein Weltbild auch ein bisschen geändert, muss ich sagen. Ja, also ich bin auch sehr froh, dass wir das machen konnten. Ne? Das war ja auch gar nicht klar. Ne? Also hätte ja sein können, dass das nicht kommt, ne? Ohne den Erfolg, sage ich mal. Also ich bin auch sehr froh darum, weil das ist ja ein Teil von dem Genre, dieser ganze Exploration Layer, größtenteil ist ja optional. Ne? Und das heißt, wir müssen ja das Spiel, das muss ja für irgendjemanden durchspielbar sein, der vielleicht fast gar nicht exploren geht. Ne? Also also klar, so ein bisschen was kann man natürlich schon erwarten. Aber im Endeffekt ist halt der Unterschied zwischen dem Spieler, der alles macht, und dem, der halt so ein bisschen was macht, ist halt wirklich sehr groß schon. Ne? Das hat dafür gesorgt, dass es balancing-mäßig ein bisschen schwierig wird, wenn man alles macht oder beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen leicht ist. Kommt natürlich darauf an, wie sehr man auf so Power Fantasy steht, weil irgendwie hat man sich ja auch verdient, dass es leichter ist, wenn man halt so viel investiert hat auch. Genau, aber es ist schön natürlich, dass wir auch nochmal einen actually schweren Modus nachschieben konnten, genau für die Leute auch, die das feiern. Ja, auch für dich, ne? Ja, genau. Also war für mich halt auch wirklich, wir haben mit den Insane-Patch dann nachgeliefert und da ist das Spiel wirklich nochmal deutlich schwerer geworden. Es gibt neue Gegner, neue Typen, also nicht einfach nur, hey, schwerer Scaling mal 50 oder so, sondern wir haben wirklich auch sehr viel neu geplaced und alles, neue Gegnertypen, die es auch nur dort gibt. Das war für mich eine Experience, ich konnte Drover das erste Mal richtig spielen, weil darum geht es ja nicht so, hey, man spielt den Insane-Modus ja, wenn du schon alles kennst. Und das fand ich halt cool, das nochmal wirklich wie ein Spiel zu spielen, weil da geht es ja um die Challenge, so wie gehst du vor, was ist deine Rota, also zum Beispiel am Anfang habe ich alle Blutfliegen da oder die Libellen geskippt, weil die waren zu schwer und habe mir erst die Waffen geholt und bin dann zurückgegangen. Das ist eine Strategie, die man dann aufbaut. Und das hat, im Endeffekt habe ich den Insane Patch habe ich den sehr genossen, muss ich auch sagen. Okay, eine andere Frage. Wir hatten schon mal in einem Video davor, Fabian, wir beide darüber geredet, über Zauberer, dass Zauberer erst so später ist und so weiter. Und da kam das Thema so ein bisschen auf mit Range und Nahkampf. Und das Spiel ist eigentlich nicht darauf gebalanced, dass man das Spiel mit diesen Waffentypen auch 100%ig spielen kann. Warum haben wir uns dafür entschieden? Oder was ist genau das Balancing des Bogen- oder des Fernkampf versus des Nahkampfes? Wo sind da die Probleme und Unterschiede? Also man muss ja sagen, dass das Kampfsystem, was wir mit Drover entwickelt haben, hat er schon eine gewisse Tiefe. Dazu ist unsere Welt ja auch relativ gegroundet. Ne? Das heißt, das setzt einem so addet eine gewisse Komplexität. Also dadurch, dass das Kampfsystem relativ komplex ist und die Gegner, ich sag mal, beschränkt in dem, was sie machen können, durch, ich sag mal, gewissen Grad an Realismus, auch wenn wir da zum Glück ein bisschen Freiheit haben. Aber genau, grundsätzlich ist das halt, da müssen wir auch wieder über Scope reden, ist das halt nicht leicht, ein Top-Down 2D-Action-Game zu machen mit einem Souls-like Combat. Ne? Und Souls-like ist ja, ich sag mal, ich würde jetzt einfach mal sagen, man kann schon sagen, dass es eher auch Melee-Combat ist, weil
weil ich glaube, ohne da jetzt selber zu tief drin zu sein, ich glaube auch Elden Ring, da gibt's ja jetzt auch diese Ranged-Waffen und ich glaube, das trivialisiert auch viel von dem Gameplay, muss man einfach sagen, ne? Und ich meine, klar, kann man natürlich irgendwie auch machen so, weil es wahrscheinlich immer noch schwer genug. Aber ja, wir sind natürlich ein kleineres Team und jetzt quasi den Combat Layer zu machen, wo das Enemy-Verhalten für einen Gegner, also für einen Player, der Ranged benutzt, nur genauso viel Spaß macht und genauso viel Tiefe bietet, wie für jemanden, der ein MIDI-System macht oder MIDI benutzt. Ja, es ist einfach nicht scope-technisch ja, nicht drin. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, quasi die sekundären Features an die Range-Waffen zu geben. Und genau, die haben ihren eigenen Use Case auch. Und natürlich, wenn man gut genug ist und auch die Tricks und Kniffe kennt, ne, dann kann man durchaus auch nur mit dem Bogen spielen oder nur mit Range-Waffen. Ich denke, das haben schon einige ganz gut geschafft und auch mit mehr Erfolg, als, glaube ich, auch von manchen gedacht wurde. Ist schon auch wirklich stark. Kai hat ja da immer viel beigetragen auch, dass der Bogen stark genug bleibt. Genau, also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ja. Da gehe ich aber mit. Also ich finde, du hast ein gutes Beispiel mit Elden Ring getroffen. Das kann natürlich jeder von euch anders da draußen sehen, wie ihr das seht. Aber ich habe Elden Ring gedacht, ich spiele das erste Mal ein Souls-Spiel als Mage. Ich habe noch nie davor ein Souls-Spiel, ich habe immer Nahkampf, was du auch meinst, weil es am meisten Spaß auf mir gemacht hat. Und da habe ich den in Mage gespielt und ich habe Gegner ge-one-shottet, Endbosse so, ne? Also ich saß dann halt da, habe meinen Beam gemacht so und dann stand ich da einfach nur Beam und er war tot. Ich so, okay, cool, was hat er jetzt gemacht? Keine Ahnung, ich gehe zum nächsten Mal, Beam und er war tot, so. Und das war wirklich sehr heavy. Ich weiß nicht, ob es jetzt nachgepatcht wurde. Ich habe es damals ja zum Release gespielt. Vielleicht war es auch irgendwie so einen glücklichen Case, den man da erwischt hat. Aber das zeigt ja so die Komplexität auch, wenn so ein From Software, sage ich mal, was jetzt wirklich viele Spiele rausgebracht hat, was auf Combat basiert ist, so wirklich dann zum Release so eine Möglichkeit geben, das hat einfach auch keinen Spaß gemacht. Also irgendwie hat es schon Spaß gemacht, weil ich die Gegner erledigt habe, aber zum Beispiel Kai und ich haben parallel gespielt und der ist halt nur gestorben bei dem Boss und ich habe meine Team gemacht und habe gewonnen. So. Jetzt auf Drova wieder, back to Drova. Was denkst du, balancing-technisch war für dich die schwerste Herausforderung? Du hast ja am Anfang gesagt, du hast ordentlich geschwitzt. Was war jetzt so das Schwerste, wenn du dich so zurückerinnerst an Drova? Wann? Also sind auf jeden Fall, waren schon einige Balancing-Herausforderungen. Ich glaube, grundsätzlich im späteren Spielverlauf war es immer ein bisschen schwieriger, weil, wie ich schon gesagt habe, ne, umso länger man spielt, umso größer ist der Unterschied zwischen jemandem, der alles macht und jemandem, der vielleicht nicht alles macht. Und entsprechend, genau, geht die Kluft da auseinander und es ist schwieriger, sage ich mal, eine Mitte zu finden, die für, ich sag mal, Lower End noch challenging und irgendwie machbar ist auch, aber halt, genau, immer noch nicht komplett trivial halt für den Full Case. Also ja, es hat vielleicht an manchen Stellen besser geklappt, an manchen weniger gut, aber das war grundsätzlich auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und da kann man auch noch Brute Force testen. Also ich glaube, da gibt es jetzt so keinen Algorithmus, hey Fabio, wie kriegt man das gut hin? Ich glaube, da würdest du auch sagen, ja, du brauchst Tester. Ja, Die, ja, genau. ne? Also so Tester an sich und auch so ein bisschen halt ne, die eigene Vision im Endeffekt. Ne? Okay, Fabio, wir kommen zur fiesen Frage. Bist du bereit? Ja, bin bereit. Ist jetzt eigentlich gar nicht so fies, aber eigentlich kann sie fies werden, mit dem, was du antwortest. Für mich aber eher. Diese Frage, bist du persönlich zufrieden mit dem Balancing von Drova? Also du persönlich, also jetzt nicht so als Fabio, der bei Just2D arbeitet, sondern der Fabio, der gerade dort sitzt. Ja, ich würde sagen, ich bin zufrieden. Also wie gesagt, es gab ein paar Herausforderungen, für die es, ich sag mal, keine gute Lösung gibt, sage ich mal so ein bisschen. Also wo man denkt, okay, das ist einfach jetzt den System geschuldet, so, das ist halt quasi so gut, wie wir es machen können. Und ich finde halt, wie gesagt, gerade mit dem Insane-Patch bin ich da auch viel entspannter, weil ich genau weiß, hey, die Leute, die es extra schwer haben wollen, können es ja machen. Also ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Job gemacht mit dem Balancing. Aber da hast du auch sehr stark gepusht, ne? Also hier mit dem Insane-Patch, so gerade für den Spielertyp, der wirklich eine Herausforderung sucht, der es wirklich super schwer haben möchte, der seinen Knowledge verwenden kann, um eine neue Herausforderung zu haben. Hätte man ja auch New Game Plus machen können, das haben ja auch sich viele gewünscht. Was hättest du da denn lieber gewollt? New Game Plus oder Insane? Ich finde das eigentlich mit dem Insane angenehmer, weil New Game Plus so würde einfach ganz neue Challenges nochmal aus an das Design. Wenn man quasi von Anfang an durchspielt, dann weiß man auch genau, welchen Weg der Spieler dann geht von der Progression. Also ich persönlich bin da eher der Fan von, genau, weil es, glaube ich, auch ein bisschen affig, so teilweise wird es halt ein bisschen affig, wenn du da mit der Atlanta-Rüstung, ich meine der Rüstung der vergangenen Holzfällerlager ankommst und da dann Stoffrüstung, also ja, genau. Also, aber die Stoffrüstung wäre ja besser als die vergangenen. Ja, schon klar, aber würdest du die dann anziehen? Ja, ich finde es nicht.
Also ich fand es auch witzig, ich war sehr überrascht, also ähnlich, es ist ja, wir lernen ja auch immer, es war unser erstes Projekt, so wie viele Leute sich New Game Plus so gewünscht haben. Es war ja nicht nur einer, der es mal geschrieben hat, sondern es waren wirklich mehrere und ich verstehe auch, wo das wirklich herkommt. Aber das wäre, also als ich das gelesen habe, dachte ich so, boah, unmöglich, das können wir niemals machen, so wie soll das funktionieren? So, das hat so viel, das hat 50 Fragen in meinem Kopf aufgeworfen. Ja, aber kann man, das nächste Mal ist das alles die Sache halt, was Fabio und ich ja auch so mitgenommen haben, das nächste Projekt, das ziehen wir halt ganz anders halt auch auf. Ne? So, was ist erstmal so die Frage, was müssen wir beantworten, wie bauen wir das Worldbuilding halt auf? Weil man unterschätzt doch immer sehr, wie das Worldbuilding einen limitiert halt auch in den Möglichkeiten, die man als Spieler oder Spielerin im Spiel umsetzen kann. So, ne? Perfekt. Fabio, ich danke dir für dieses Video. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, über Balancing zu reden. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Und Freunde, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach gerne in den Kommentaren eure Fragen. Die beantworten wir hier alle bei Behind the Pixels. Jeden Sonntag kommt eine Folge und damit bedanke ich mich, Fabio, und ich gebe dir das letzte Wort. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung jetzt bei der Folge. Ja, ich hoffe, es waren ein paar interessante Insights. Wir sind ja auch immer noch dabei, das Feedback von euch auch immer zu lesen. Ja, das heißt, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder noch weitere Fragen, hat der Chris schon gesagt. Aber genau, wir lesen es auf jeden Fall und ja, versuchen weiterhin einen guten Job zu machen. Genau, und damit macht's gut. Tschüssi. Ciao. Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.